In diesem Video bekommst du einen Einblick in das Leben eines kleinen Dorfes im Amazonas Ecuadors. Wir wandern durch den dichten Dschungel auf der Suche nach Anacondas. Wo sind wir hier wieder gelandet, Mausi? Mitten im Dschungel. Machen Erfahrungen mit indigener Pflanzenmedizin. Alles wackelt, Mann! Kannst du dir nicht vorstellen. Und schlafen inmitten einer exotischen Umgebung mit diesen süßen Nachbarn. Wir sind Henrik und Lea. Vor 2 Jahren haben wir alles in Deutschland verkauft und reisen seitdem wohnsitzlos durch die Welt. Direkt vor unserer Lodge wächst hier einfach der San Pedro Kaktus, beschützt von 6 terrifying Spiders. Wahnsinn. Und das hier ist die Küche, in der schon fleißig gebraut wird für die nächste Session. Das ist der Kaktus, der wurde quasi eingelegt für eine ganze Weile, jetzt ausgedrückt. Das ist der überschüssige Kaktus. Die ganze Brühe wird jetzt hier gekocht und reduziert. Und dann wird das in kleinen und leidenschaftlichen Zügen konsumiert. Das ist einfach unglaublich, das mal so im echten Leben zu sehen. Wie das hier köchelt über dem Feuer, direkt neben dem Pizzaofen. Also wir sind hier angekommen, hatten überhaupt nicht auf dem Zettel, dass die Zeremonien hier so im Vordergrund stehen. Wir werden jetzt die nächsten Tage einfach mal das Gefühl, von unserem Gefühl uns leiten lassen und dann entscheiden, ob wir da teilnehmen. Misawali liegt etwas außerhalb der bekannten Stadt Tena, die auch als das Tor zum Amazonas bekannt ist. Das ist unsere Lodge im Amazonas. Eigentlich ist es die linke, aber wir haben nicht aufgeräumt, deswegen nutzen wir jetzt die freie. Und so sieht das Ganze von innen aus. Viel mehr als ein kleines Bett ist es eigentlich auch nicht. Das Bett. Einen kleinen Tisch, einen kleinen Ventilator, noch ein kleines Regal für Klamotten und hier komplett offen. Das ist alles selber gebaut. Das ist alles hier echtes Holz. Das ist richtig schön. Und natürlich viele Mückengitter. Und hier haben wir noch so einen Bereich unter unserem Häuschen, was wir natürlich als Büro nutzen. So sieht das Ganze dann bewohnt in unserem Chaos aus. Mit 2 Hängematten. Wir haben einfach besseres WLAN als in der letzten Wohnung in Quito. Okay, zeigen wir dir jetzt die Küche und den Gemeinschaftsbereich und die Toiletten. Tada! Hier ist die Gemeinschaftsküche mit Pizzaofen, der leider unbenutzbar ist aktuell, weil da ungefähr 3 Milliarden Fliegeviecher drin wohnen. Aber mit Gaskocher, Geschirr und allem, was man braucht. Und wir brauchen nicht mehr das Trinkwasser kaufen, weil hier ist ein Wasserfilter, dass wir das Wasser hier trinken können. Diese Brücke führt zum Gemeinschaftsbad. Hier ist noch eine Gemeinschafts-Chill-Area, beziehungsweise hier oben sind auch noch einzelne Räume, die man sich mieten kann. Und dann findet man hier 2 Duschen und 2 Toiletten. Es gibt nur kalte Dusche. Und direkt vor unserer Nase ist ein kleiner Fluss. Und hier haben wir noch eine Feuerstelle. Wir leben hier in dem wunderschönsten Dschungel, wunderschöne Blumen und Tiere und das ist einfach ein Traum. Wir gehen jetzt erstmal zu dem großen Baum und schauen, ob wir ein paar Affen sehen. Also wir laufen hier gerade auf unserem Grundstück noch 300 Meter ungefähr von dem nächsten kleinen Weg bis zu unserer Unterkunft und es ist einfach überall wie ein Paradies. Grün, hier wächst sogar eine Ananas. Ja, scheinbar wächst so Ananas. Wir leben hier auch direkt neben dem Fluss. Am ersten Tag brechen wir zu einem kleinen Spaziergang auf, um ein Gefühl für unsere Dschungelumgebung zu bekommen. Boah, die Sonne knallt heute so hart, ne? Hier ist vor einigen Tagen so viel Regenfluss gekommen, dass ein Teil dieser Straße zerstört wurde und da konnte das Taxi nicht mehr durch. Ab hier haben wir quasi unseren Koffer getragen. Hier in diesem Baum haben die Vögel einfach ein richtig cooles Nest gebaut. Das hängt so ein bisschen nach unten und das ist das Nest, aus dem der Brian auch in der Lodge die Lampen gebaut hat. Wahnsinn, oder? Direkt vor der Einfahrt des Grundstücks steht der Ceibo Gigante. Dieser gigantisch große Baum wird von den Locals übersetzt 1000 Jahre alter Baum genannt. Also der Dame am Eingang, sie ist wahrscheinlich dafür zuständig, dass sie hier die Tür aufschließt für uns und für andere Leute. 1,50 $ haben wir jetzt bezahlt pro Nase und wir dachten, wow, gehen wir jetzt nur zu einem Baum? Nein, hier ist ein richtiger Trail. Wahnsinn. Und vielleicht, was ist das denn hier? Vielleicht sehen wir auch gleich einige spannende Tiere. Sind sie hier wieder gelandet? Sehr gut, super. Wurzelsurfer. Wir versuchen hier gerade einmal mal drum rum zu gehen. Es ist atemberaubend, wie groß. Und was für ein Durchmesser dieser Baum hat. Locker 10 Meter.
Wir setzen uns hier hin für einige Minuten und genießen, wie die Vögel gegenüber in ihre einzigartigen Nester schlüpfen. Wir gehen jetzt von dem Baum nochmal Richtung Stadt, um was einzukaufen. Hoffen, dass wir jetzt ein Taxi finden, wo wir aufspringen können. Die 2 bis 3 Kilometer zum Dorf kosten von hier aus so 2 Euro ungefähr mit dem Taxi oder springst auf die Ladefläche eines vorbeifahrenden Autos. Leider fuhr überhaupt gar kein Auto vorbei und wir spazieren den ganzen Weg in der schwülen Mittagshitze. Erster Stopp Playa de los Monos oder Strand der Affen. Ich habe bestimmt 30 Minuten einfach die Äffchen beobachtet, wie sie interagieren, wie die Mamis ihre Babys tragen und sogar wie ein Affe versucht hat, eine Nuss zu öffnen. Neben den Affen finden wir hier einige Essenstände, viele Tourverkäufer und die vielen dazugehörigen Boote. Von hier aus starten nämlich die Trips auf den Rio Napo, etwas tiefer in den Amazonas. Das ist die kleine Innenstadt von Michoacán. Michoacán. Hier gibt es ganz viele Restaurants, meistens sind eigentlich typisch ecuadorianisch, also nichts für uns. Und hier ist direkt nur so 100 Meter weiter der Strand, wo die ganzen Affen sind. Im Dorf Michoacán finden wir auch exakt ein Restaurant, wo wir etwas Veganes zu essen bestellen können. Wir sind in dem vegetarischen Hotspot von Michoacán. Ja. Das hier ist das mexikanische Restaurant direkt am Dorfplatz und es gibt hier einige vegetarische Gerichte wie einen Burrito, wenn wir ihn ohne Käse bestellen, sogar vegan. Und dazu konsumieren wir eine Cola Zero und ein Blackberry Juice, frisch gepresst aus frischen Früchten. Das ist so ein Ding in Ecuador. Das ist richtig geil. Das ist wie eine Gemüsepfanne, nur in Brot gewickelt. Mit so einem Hot Sauce. Ja, Hot Sauce. Als wir gegen späten Nachmittag wieder zur Lodge zurückkehren, hat sich die braune Brühe noch weiter reduziert bzw. konzentriert. Ich sage, ey, dieser Kaktus wächst direkt vor der Tür. Das ist eine komplett frische Produktion. Wenn nicht jetzt, wann dann? Wie so eine San Pedro-Erfahrung ist, das zeigen wir dir jetzt gleich im Video. Wir entspannen uns jetzt also den Rest des Abends am Lagerfeuer und ich bereite etwas zu essen vor für uns. Linse, Tomate, Zwiebel über dem Feuer. Atemberaubend. Und Rudels. Heute ist der Tag meiner San Pedro-Zeremonie. Das ist hier mein Frühstück, was ich vor der Zeremonie konsumiere. Einfach Porridge. Wichtig ist, dass der Magen gefüllt ist, weil es sehr, sehr anstrengend wird. Der Trip dauert 12 Stunden ungefähr. Die San Pedro-Zeremonie geht bis in die Inka-Zeit zurück und ist tief verankert in der Kultur der Andenregion Südamerikas. Die Locals glauben fest daran, dass alles in unserem Universum verbunden ist. Sie glauben, der Effekt des Kaktus kommuniziert mit der Seele des Menschen und leitet ihn durch seine Herausforderungen in dieser Realität. Das ist der Kaktus und das hier ist das fertige Gemisch, was gestern den ganzen Tag gekocht hat. Let's see. Es wird jetzt getrunken. Wie riecht's? It's really not nice. Jetzt ist es 10 Uhr in der Früh und wir öffnen die Zeremonie. Scott führt mich ein, in was mich erwarten wird. You have to expect today is going to be a little bit different to yesterday. You're going to feel strange. You can expect to feel uncomfortable for about an hour. This tastes terrible and it's not going to sit well in your stomach. Really try not to vomit. Not to vomit. If you throw up, you're not going to have the full effects. So we can drink again, but that means going through that whole process again, right? Yeah, so the one rule is stay on the property. Rule number 1, stay on the property. Was machst du jetzt, Masi? Unsere Natur ist unglaublich. Für jede Zeremonie, die er hält, sät er einen San Pedro Kaktus wieder ein. That's it. Yeah, throw a little dirt around it so it doesn't fall over. My intention is staying in that easy, effortless way of living my life. Whatever I put my mind to, I'm going to achieve it effortlessly. Ich habe mich gerade übergeben. Wie fühlst du dich? Anders. Soft. Noch ein bisschen Magenschmerzen. Richtig Magenschmerzen oder Übelkeit? Übelkeit, also eine halbe Stunde ging. Und dann habe ich gemerkt, fuck, jetzt kommt's auf einmal. Ich dachte, ja Digga, wenn es jetzt kommt, dann kommt's halt. Und dann kam's. Jetzt muss ich den ganzen Rotz nochmal trinken, Mann. Das ist so widerlich. Ich ziehe also noch so ein halbes Glas weg und für die nächste Stunde konzentriere ich mich darauf, warte auf mich, alles drin zu behalten. Also gehen wir runter zum Fluss und planschen etwas. In die Stadt, Leute. Rule number 1, stay on the property.
Wo kamst du denn her hier? Der Effekt setzt ungefähr nach einer Stunde ein und dann langsam bemerke ich, wie... Wow, ein orangener Schmetterling. Sieht man diesen Schmetterling oder bilde ich ihn mir nur ein? Alles verschwimmt um mich herum und... Was für ein heißes Wasser. Es beginnt sich alles in 6 verschiedene Richtungen zu drehen, ganz sanft. Wow. Man sagt, der Effekt steigt ab jetzt für etwa 7 Stunden und flacht dann langsam mit Sonnenuntergang ab. Wie der Effekt immer stärker wird, merke ich, wie die Halluzinationen beginnen, wie ich sie noch nie vorher erlebt habe. Das ist eine kurze Pause. Gleich geht's weiter. Für mich fühlt es sich so an, als hätte jemand die Zeit verlangsamt. Und ich sehe dieses Zeitrad sich jetzt vor meinen Augen drehen. Jeder Schritt ist einfach total mühselig und ich war so schockiert teilweise, wie stark dieser Kaktus wirkt. Wir sind an dem Punkt, dass ich wackelnde Bäume filmen muss, damit Hendrik mir glaubt, dass sie... Alles wackelt, Mann! Du kannst es dir nicht vorstellen. Das hat Hendrik übrigens schon 7 Mal ungefähr zu mir gesagt. Du hast ja keine Ahnung, wo ich bin. Du hast ja keine Ahnung, was ich tue. Ich will nicht zu sehr ins Detail dieser Erfahrung gehen und mache das gerne nochmal in einem separaten Video. Wenn ihr möchtet, dass ich erzähle, was ich gelernt habe aus der Erfahrung, dann schreibt das gerne in die Kommentare. Ey, wir könnten uns keinen krasseren Ort aussuchen. Während der Zeremonie habe ich mich so verbunden gefühlt mit Erde und jedem Mensch als eins, dass ich verstanden habe, dass sich das Rad für jeden dreht. Auch wenn es sich so schnell dreht, dass wir es in unserem echten Leben gar nicht mitbekommen. Und die ganzen ungesunden Verhaltensweisen, ich esse zum Beispiel zu oft Zucker, eigentlich nur ein Versuch sind, dass sich das Rad aufhört zu drehen. Präsenz zu finden. Einfach mal kurz den Kopf ausschalten. Hast du den Satz schon mal gesagt? Wobei war das? Ein neuer Tag hier im Amazonas Ecuadors. Alle Uhren haben sich zum Glück wieder aufgehört zu drehen. Alles ist wieder okay, langsam. Jetzt werden wir gleich abgeholt von unserem Freund Carlos, denn mit dem machen wir jetzt eine Boattour und suchen Anacondas. Vielleicht haben wir mehr Glück als bei den Andenbären vorgestern oder wann das war. Carlos, ¿qué animal nosotros vista hoy? Aves, monos y esperamos encontrar anaconda. Yeah, Anaconda! Intenciona! Importante! Oh, sexy Schlappen. Okay. Gracias. Sí. Salud. Salud. Enjoy. How does it? Traditional ice cream. So schnell geht es. Das geht nie wieder raus. Anaconda ist eigentlich der Überbegriff für verschiedene Anaconda-Arten und speziell die grüne Anaconda ist die schwerste und größte Schlange der Welt mit etwa 8 Metern Länge und bis zu 220 Kilogramm Gewicht. Trotz dessen, dass sie schlechtes Marketing genießen und normalerweise nicht wirklich gefährlich für den Menschen sind, ist das einfach nur absolut gewaltig. Wir sind jetzt in unserem Geschoss angekommen. Carlos hinten am Ruder und wir schlürfen noch hier unsere kleine Eiscreme. Wir fahren also jetzt hier auf dem Napo River, der größte Fluss von Ecuador, fließt von Cotopaxi in den Anden Richtung Amazonas, trifft dann auf den Amazon River, der dann in den Atlantik führt. Also unglaublich großer Fluss. Jetzt fahren wir 30 Minuten ungefähr und schauen, dass wir an einen Spot kommen, wo wir ein bisschen aussteigen können, wandern können und gucken, ob wir eine Anaconda spotten. Und da haben wir sie schon. Die Anaconda. Carlos ist ein sehr guter Kapitän. Ich fühle mich bisher sicher. Die Stromschnellen, Junge. Es ist echt ekelhaft heiß heute, ne? Also wenn der Fuß so unter dem Sonnenschirm hervorragt, dann wird der gebraten. Wir haben gar nicht gerafft, dass das Goldgräber sind. Die suchen hier im Fluss nach dem Gold. Und hier wird Siesta gemacht, nach Möglichkeit. Oh, Gold! Oro! Der schwarze Sand und das Gold ist schwerer als die anderen Sachen da drin in der Schale, deswegen bleibt das unten als absatzmäßig. Und so kann man das schnell absetzen. Está muito de oro aqui, na Rio, ¿sí? Sí. Me llamo Hendrik, soy Hendrik. ¿Y tú? ¿Cómo? Johannes. Mucho gusto, Juan. They work for all day. Yeah. Maybe for one couple and Yes. with the machine. Oh, it's a lot of work, yes. Wow, wir haben Gold gefunden, Leute. Haben jetzt hier unser Boot geparkt und werden jetzt in den Dschungel watscheln. Look at the guys and the dog. Spirit animal. Kommst du mit auf Dschungeltour? Made it to the jungle. Jetzt gehen wir durchs Dickicht. Hoppla. Wie ist die Temperatur hier, Mausi? Wer sagt, Temperatur ist
Ich würde sagen, es ist ein bisschen kälter als draußen in der knallenden Sonne. Wir pirschen uns jetzt langsam zu einem Sumpf vor und werden dann von verschiedenen Aussichtspunkten mal schauen, ob wir eine Anaconda sehen im Baum. Todas las plantas, todos. Una competición por luz. Todos. No tiene plantas epífitas. Das Holz dieses Baumes ist nicht nur ideal zum Häuserbau. Die Rinde wird auch jährlich geerntet und daraus werden dann Textilien hergestellt für die Amazonasvölker. Especial para construir la casa. Muy fuerte, muy resistente, es ideal para la casa. Ja, wir laufen hier wirklich mitten durch den Dschungel, kein Weg. Und wenn eine Pflanze im Weg ist, dann macht Carlos die ein Stück weit weg. Wir gucken hoch in die Bäume und runter hier, aber wir haben noch nichts gefunden. Wo sind wir hier wieder gelandet, Mausi? Mitten im Dschungel. Auf der Suche nach Anacondas. See? This is the place to find anacondas, because anacondas are there to take the sun. A baby walking path. New roots are coming from up. Incredible, yes. And use the roots to push and pull, and it moves. And it's possible move in 1 year 15 centimeters. That's a lot. The plants upstairs come to the soil, will go there and take water and nutrients. No, at the moment I had. Ja, excusa. No. Okay, vamos, 30 metros. Wow. Vamos, poco más. Muy bien. Wow. Very good. Okay, bueno. Just take this part of the leaves inside and mix it with saliva. Die bauen eine neue Erde. Innere Erde. Sie nehmen die Blätter jetzt mit ins Haus, dann mit Saliva-Spucke kleben die das an die Wand und dadurch wachsen dann Mushrooms da drin und die essen sie dann. Die Straßen. Ja, da ist der Eingang. Hier dieses große Termitennest nennen sie in Spanisch Casa de Mierda. Das heißt auf Deutsch übersetzt das Haus des Kots. Die Termiten suchen sich so einen trockenen Baum aus, dann essen die den. Mit ihrem Ausgeschiedenen bauen sie dann hier das Haus. Einfach klitschnass, ne? Wie geht's hier? Heute nicht, Leute. Das ist der kleine Entrance, den man eigentlich von außen überhaupt nicht sieht. Wir sind schon gar nicht mehr so niedergeschlagen, dass wir sie nicht gesehen haben. Ich war auch wirklich fertig nach der Erfahrung gestern und die Hitze hat mich ehrlich gesagt einfach erwischt. Wir erinnern uns an den Tag heute, wenn wir das nächste Mal total Glück mit einem Tier haben, wie mit diesem Gepard in dem Etosha Nationalpark Anfang März. Oh. Das ist die echte Natur und kein Zoo. Wir verlassen jetzt den Amazonas und gehen die Ausblicke in Banhos genießen. Im nächsten Video melden wir uns aus der beliebten Abenteuerkleinstadt Banhos. Vamos! Taxifahrer hat uns voll vergessen, als ich ihn angerufen habe, ist er gerade aufgestanden. Jetzt hat er uns direkt zur Buskreuzung gebracht, wo uns jetzt der Bus direkt nach Banhos abholt. Also haben wir einen Bus quasi gespart und Lea sucht gerade nach Snacks hier noch. Ich habe ein paar Krickers besorgt. Hier erwarten dich neben den spektakulären Blicken auf dieses wunderschöne Tal die Schaukel am Ende der Welt, auch heiße natürliche Quellen am Fuße des Wasserfalls. Kanal abonnieren, um das nicht zu verpassen und wir schicken dir ein virtuelles Küsschen.